Herzlich willkommen bei Licht ins Dunkel der Mystery-Schulen. Heute der Weg der inneren Alchemie. Bevor wir heute tiefer in den Prozess der Initiation eintauchen, möchte ich einen grundlegenden Satz voranstellen. Wissen ist neutral. Es ist weder gut noch böse. Wer es pervertiert, wird irgendwann das Prinzip des Rhythmus zu spüren bekommen. Das Prinzip des Rhythmus, eines der 7 hermetischen Prinzipien, besagt, dass alles in einer ständigen Bewegung zwischen den Polen schwingt. Auf jeden Ausschlag nach rechts folgt unweigerlich der Ausschlag nach links. Auf jede Phase der Macht folgt eine Phase des Ausgleichs. Wer Wissen pervertiert, um sich künstlich über andere zu erheben, wird durch diesen rhythmischen Ausgleich zwangsläufig wieder in die Tiefe gerissen. Eine Gesetzmäßigkeit, die Hand in Hand geht mit dem Prinzip von Ursache und Wirkung, wonach jede Tat ihre entsprechende Frucht trägt. Wer Wissen missbraucht, wer es zur Unterdrückung, zur Selbstvergöttlichung oder zur Kontrolle anderer einsetzt, wird unweigerlich die Rückwirkung erfahren. Das ist kein moralisches Urteil, es ist ein kosmisches Gesetz, das die alten Mystery-Schulen sehr genau kennen und lehren. Und eine weitere Grundsäule, die jedem Menschen bewusst sein sollte, ist das Trivium. Das Trivium besteht aus 3 einfachen Punkten. Erstens Wissen, das reine Sammeln von Fakten und Informationen. Zweitens Verstehen, das Erkennen der Zusammenhänge, der Ursache und der Gesetze hinter den Fakten. Drittens Weisheit, das Anwenden des Verstandenen im Leben zum Wohle des Ganzen und zur eigenen inneren Veredelung. Wissen allein macht noch keinen weisen Menschen. Es kann genauso gut zur Zerstörung wie zur Erhebung genutzt werden. Deshalb legen die Eingeweihten so großen Wert darauf, dass der Schüler nicht nur Fakten hortet, sondern lernt, sie zu durchdringen und schließlich im Dienst des Lichtes einzusetzen. Dabei ist es wichtig, sich voll und ganz auf die Materie zu konzentrieren, in der man lebt. Auf den Körper, die Erde und die täglichen Herausforderungen. Wer die physische Welt ignoriert oder verachtet, verliert den Boden unter den Füßen. Gleichzeitig darf man aber nie den Bezug zur geistigen Erweiterung verlieren, denn diese Erweiterung soll einen selbst zu einem wirklich besseren Menschen machen. Besser im Sinne von mitfühlender, klarer, verantwortungsvoller und weiser. Nicht besser im Sinne von gottgleich oder gar zu Gott persönlich werden. Und genau hier spaltet sich die Tradition der Mystery-Schulen in 2 große Lager. Ein Teil der Schulen, der dunklen Okkultisten, lehrt, dass der Mensch durch Gnosis und den reinen Intellekt zu Gott werden kann. Luzifer wird hier als Symbol des erweckten Intellekts verstanden. Der Lichtbringer, der den Menschen aus der Unwissenheit befreit und ihn zur göttlichen Selbstherrschaft führt. In diesen Kreisen gilt der Intellekt als die höchste Kraft und wer ihn vollständig entfaltet, wird selbst zum Schöpfer, zum Gott auf Erden. Das ist die Hybris, die die dunkle Seite als höchste Errungenschaft feiert. Ein anderer Zweig dieser Schulen lehrt das Gegenteil. Der Mensch kann durch Gnosis und Initiation den göttlichen Funken in sich erwecken und dadurch dem wahren Schöpfer näher kommen. Der Lichtbringer ist hier ebenfalls der Wegbereiter, aber welcher Morgenstern ist in dieser Art Lehre gemeint? Es liegt im Auge des Betrachters. Der Intellekt dient dazu, den göttlichen Kern freizulegen, nicht um Gott zu werden, sondern um sich als bewusster Teil des göttlichen Plans zu erkennen. Das ist der Pfad der Demut, der inneren Reinigung und der Hingabe. Beide Strömungen existieren seit Jahrtausenden innerhalb der Mystery-Traditionen nebeneinander. Die einen streben die absolute Selbstvergöttlichung an, die anderen die bewusste Rückkehr zum Ursprung,
Welcher Weg der richtige ist, bleibt die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Und genau deshalb trägt auch jeder die Konsequenzen seiner eigenen Handlungen selbst, ob im Diesseits oder darüber hinaus. Das ist kein Dogma, das ist ein Gesetz des Rhythmus und der Ursache und Wirkung. William Walker Atkinson, einer der zentralen Autoren des Kybalion, schreibt sinngemäß: Wissen ohne Verstehen ist nutzlos. Verstehen ohne Weisheit ist gefährlich. Nur wer das Wissen durch das Sieb der Logik reinigt und es dann in Liebe und Dienst am Ganzen anwendet, erreicht die wahre innere Alchemie. Das Kybalion selbst betont das Prinzip der Mentalität: Alles ist Geist. Der Intellekt ist das Werkzeug, mit dem der Mensch die Materie formt. Aber nur, wenn er in Harmonie mit dem All bleibt, entsteht daraus wirkliches Gold. Nach dieser Klarstellung kommen wir nun zum Kern der Initiation selbst, dem geheimen Weg, der den Menschen nicht zu einem Gott machen soll, sondern zu einem besseren, erleuchteteren Diener des Lichts. Der deutsche Anthroposoph Rudolf Steiner beschreibt in seinen Vorträgen zur ägyptischen Geheimlehre in der Gesamtausgabe 106/107 sinngemäß: Die Initiation ist der Weg, auf dem der Mensch das göttliche Feuer in sich erweckt. Er stirbt symbolisch den Tod Osiris, durchschreitet die Finsternis und wird wiedergeboren als Träger des Lichts. Nur durch diesen Prozess erkennt er, dass er selbst der Sohn des Unsichtbaren ist, nicht als Herrscher, sondern als bewusster Mitarbeiter am großen Plan. Die Initiation an sich beginnt immer mit dem symbolischen Tod. Nach dem symbolischen Tod folgen die 4 Elementprüfungen: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Diese Prüfungen wirken als ultimatives Sieb in den alten Mysterien und in Traditionen wie dem ägyptischen Ritus von Memphis oder verwandten freimaurerischen Systemen. Sie trennen jene, die das erworbene Wissen zur Heilung, zur Harmonie und zum Dienst am Ganzen einsetzen möchten, von denen, die es zur Herrschaft, zur Manipulation und zur Selbstvergöttlichung missbrauchen wollen. Eine Trennung, die sich langsam, aber unausweichlich vollzieht, Prüfung um Prüfung, in aller Stille und Klarheit. Die Symbolik der Elemente entspricht dabei der klassischen hermetischen Lehre, wie sie Franz Bardon in Der Weg zum wahren Adepten im Jahr 1956 detailliert beschreibt. Eine Lehre, die den Initianten nicht nur theoretisch fordert, sondern ihn in der Praxis mit sich selbst konfrontiert. Hier nun die Erklärung der Elementprüfungen. Die Erdeprüfung. Standhaftigkeit und Erdung. Der Initiant muss zeigen, dass er fest im Materiellen verankert bleibt, ohne sich darin zu verlieren oder es zu verachten. Es geht darum, ob er die physische Welt als Basis für höheres Wachstum ehrt oder ob Gier nach Besitz und Kontrolle überwiegt. Wer hier scheitert, scheitert bereits an der Grundlage, an dem, was alles trägt und erhält. Die Wasserprüfung. Emotionen und Hingabe. Der Kandidat muss seine Gefühle läutern, sich dem Fluss des Lebens hingeben und lernen, Mitgefühl zu entwickeln, statt Emotionen zu unterdrücken oder sie zur Manipulation anderer einzusetzen. Hier zeigt sich, ob er Heilung sucht durch Vergebung und Fließen oder ob er Wasser als Waffe nutzt, um andere zu überschwemmen und zu beherrschen, ohne Rücksicht auf den Strom des Ganzen. Die Luftprüfung. Klarheit des Geistes und Freiheit von Illusionen. Der reine Intellekt muss walten, frei von Lügen, Ego und intellektueller Arroganz. Der Initiant lernt, Gedanken wie Wind zu lenken, schöpferisch und wahrhaftig, statt sie als Waffe der Täuschung oder der geistigen Unterdrückung zu missbrauchen. Wer hier unfähig ist, die Schwingung der Wahrheit zu halten, offenbart sich selbst
und scheitert damit an der Prüfung, die den Geist auf seine reine Höhe hebt. Die Feuerprüfung, die intensivste und enthüllendste. Die Feuerprüfung konfrontiert mit der transformierenden Kraft des Willens und der inneren Glut, dem Ignis innatum, dem angeborenen inneren Feuer. Der Kandidat muss beweisen, dass er diese Kräfte beherrscht und sie zur Erleuchtung, zur Läuterung und zur schöpferischen Veränderung nutzt, statt von zerstörerischer Leidenschaft, Rache oder Machtgier verzehrt zu werden. Dieses Feuer schlägt den Boden zurück zu Steiners göttlichem Feuer. Es ist die Essenz, die den Menschen zum Träger des Lichts macht, wenn sie richtig gelenkt wird, oder ihn verbrennt, wenn sie eskalierend ausbricht. Zusätzlich fließt in den ägyptischen Mysterien eine weitere zentrale Prüfung ein: die Waage der Ma'at. Diese symbolische Wägung des Herzens gegen die Straußenfeder der Ma'at, der Göttin der Wahrheit, Gerechtigkeit und kosmischen Ordnung, prüft, ob das Leben des Initianten im Gleichgewicht steht. Ist das Herz leichter als die Feder oder gleich schwer, darf er weitergehen. Ist es schwerer, durch Unrecht, Lügen oder Disharmonie, folgt die Vernichtung. Das Bild leichter als eine Feder wird zum Inbegriff der reinen Seele, ein Echo, das durch alle Elementprüfungen hindurchklingt und unterstreicht: wahre Initiation verlangt nicht nur Wissen, sondern vor allem innere Balance, moralische Reinheit und kosmische Harmonie. Dieses Prinzip der kosmischen Waagschale ist so fundamental, dass es über die Mystik hinausgeht. Die Ägyptologie, vertreten durch Forscher wie Jan Assmann, beschreibt die Ma'at als das soziale und kosmische Bindegewebe, ohne das keine Zivilisation bestehen kann. Wer gegen die Ma'at verstößt, zerstört nicht nur seine Seele, sondern den Rhythmus des Ganzen. Eine Tatsache, die sowohl der Eingeweihte als auch der Historiker unterschreibt. Selbst die moderne Psychologie, etwa in der Schattenarbeit nach Carl Gustav Jung, erkennt an, dass eine unbereinigte Psyche unter der Last ihrer eigenen Verfehlungen kollabiert. Ein Prinzip, das Assmanns historische Analyse ergänzt, ohne die esoterische Tiefe der Mysterien zu leugnen, wenngleich Assmann in allem kritisch bleibt, was die Mystery-Schulen als Institution betrifft. Und das ist sein gutes Recht, denn kritisches Hinterfragen regt den Diskurs an. Wer diese Prüfungen meistert, hat gezeigt, dass sein Weg der Heilung und der Weisheit gilt, und er wird zur Wiedergeburt geführt. Wer scheitert, weil dunkle Motive durchbrechen, kehrt als Profaner zurück, oder in manchen Fällen wird gezielt in die dunklen Strömungen aufgenommen. Die Elemente und die Waage der Ma'at lügen nicht. Sie spiegeln die Seele schonungslos wider, in all ihrer Klarheit und ihrem Gewicht. Kommen wir nun zur Synthese. Das Trivium, Wissen, Verstehen, Weisheit, findet sich in klassischen hermetischen und freimaurerischen Lehren wieder, ergänzt durch William Walker Atkinsons Kommentare im Kontext des Kybalion, im Prinzip der Mentalität und des Rhythmus. Das Prinzip des Rhythmus und der Ursache-Wirkung stammt direkt aus dem Kybalion. Die Spaltung in lichte und dunkle Strömungen, die Selbstvergöttlichung gegen die Rückkehr zum Ursprung, spiegelt esoterische Deutungen von Luzifer als Lichtbringer an, wie beschrieben von Mandy P. Hall und Rudolf Steiner. Der symbolische Tod Osiris und die Wiedergeburt als Träger des göttlichen Feuers knüpfen an Rudolf Steiners Vorträge zur ägyptischen Geheimlehre an. Die Elementprüfungen folgen Franz Bardon. Die Waage der Ma'at basiert auf altägyptischen Totenbuchtexten und Jan Assmanns Analyse, ergänzt durch Carl Gustav Jungs Schattenarbeit. Diese Quellen verbinden hermetische, anthroposophische, ägyptologische und psychologische Perspektiven zu einem kohärenten Bild des initiatischen Weges.
Und damit schließen wir diese Episode. In der nächsten Folge untersuchen wir die Architektur der Tempel. Wie spiegeln die physischen Räume den Pfad der Seele wider? Und was geschieht im Allerheiligsten, wenn das Licht von oben auf den veredelten Stein trifft? Der Stein, der das Licht trägt, enthüllt sich nur dem, der ihn wirklich verdient. Bis dahin bleiben Sie wachsam.